und herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer von uns. Hallo! In diesem Video erwartet euch ein waschechtes Abenteuer, so viel kann man schon mal sagen. Wir werden einen wilden Fluss befahren, mit unserem Kanu befahren, einen wirklich wilden Fluss, an vielen Stellen noch deutlich wilder als das, was ihr hier gerade hinter uns seht. Die Reise wird 7 Tage dauern und wir werden von Norwegen bis Schweden reisen. Wir starten in Norwegen auf dem See Fjellgudstjørn, welcher auf 738 Metern liegt, fahren vorbei oder sogar teilweise durch den Nationalpark Gutthulja bis zur schwedischen Grenze, dort vorbei an dem Naturschutzgebiet Bredasen, bis wir am Ende auf dem See Höstan ankommen, welcher auf 495 Metern liegt. Die Gesamtstrecke beträgt knapp 50 Kilometer und das hört sich vielleicht für 7 Tage erstmal wenig an. Ich kann euch aber sagen, der erste Abschnitt in Norwegen, der hat es wirklich in sich und dort muss sehr viel umtragen werden und viele wirklich wilde Stromschnellen muss man sich erst angucken. Deswegen darf man die Länge der Strecke keinesfalls unterschätzen. Natürlich erwartet euch in dem Video auch alles andere, was ihr ansonsten von uns gewohnt seid. Wir werden draußen in der Wildnis übernachten, wir werden uns frisches Essen zubereiten, das eine oder andere Mal vielleicht auch auf dem Lagerfeuer, so wie jetzt hier, und wir werden angeln. Für euch geht die Reise natürlich gleich an Tag 1 los. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir allerdings schon Tag 6 und wir beide haben bereits 5 Paddeltage hinter uns. Und wir können euch sagen, es wird wirklich spannend. Oh ja. Es lohnt sich also, das Video anzuschauen und für euch geht es direkt nach dem Intro los, also bleibt unbedingt dran. Das Boot ist beladen. Da hinten geht die Sonne unter. Warum wir so spät dran sind, das verraten wir euch später. Es ist nämlich wirklich schon sehr spät. Wir müssen jetzt noch mit dem Boot auf den See, über den See zum Anfang des Flusses. Da geht die Tour dann eigentlich eher morgen los, aber heute ist noch ein kurzer Paddeltag. Einen Lagerplatz finden und aufbauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, paddeln wir los. Ganz besondere Stimmung bei dem Licht, hä? Das stimmt. Ich habe das Gefühl, wir sind 100-mal so schnell wie mit dem Backraffen, oder? Boah, kann man aber glaube ich noch mal schauen? Wir sind jetzt noch nicht weit gepaddelt, weil es wie gesagt schon sehr spät ist. Und deswegen werden wir jetzt da vorne mal an Land gehen. Da sieht es nach einem geeigneten Platz aus für unser Lager. Dann würden wir da heute übernachten und morgen geht es da hinten weiter. Hier sind wir an Land gegangen. Da vorne kommt schon die erste Stromschnelle. Hier springen ganz viele Fische. Und hier hat offensichtlich auch schon jemand gelagert. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass wir hier irgendwo hoffentlich einen einigermaßen ebenen Platz finden.
Es ist zwar eigentlich viel zu spät, wir müssen unbedingt Essen machen, aber hier ist richtig viel Action im Wasser und der Angelschein für heute ist auch schon bezahlt, deswegen kann ich nicht anders als einmal durchzugucken. Vielleicht auch 2 oder 3 Mal. Ich glaube, das war ein Biss. Ist aber auch Gras dran. Ja, das war danach, das habe ich hier gesehen. Ich glaube schon. Das hat sich mehr nach einem Biss angefühlt. Wir haben schon 9:15 und seit heute Morgen nichts mehr gegessen. Unsere Mägen knurren schon. Heute gibt es Orso Senfhühnchen, da freuen wir uns schon riesig drauf. Und ich würde sagen, in diesem Sinne legen wir auch sofort los. Jawohl. Mit dem Kochen. Was darf ich dir reichen? Knoblauch. Nur für den Fall, dass man es auf der anderen Aufnahme nicht so richtig gesehen hat. Wundervoller Sonnenuntergang da hinten. Mit den Bergen. Drüben noch ein bisschen Schnee auf den Bergen. Hinten hinter den Bergen geht er unter und hier spiegelt er sich. Echt herrlich. Hühnerbrühe. Oh, das muss eigentlich passen. Oregano. Dehydrierte Pilze. Selber dehydriert von der Christine. Sieht immer ein bisschen komisch aus, aber das sieht gleich besser aus. Die habe ich in Scheiben geschnitten, ganz dünn, dann dehydriert und einvakuumiert. Das hat ja gleich 2 Vorteile. Zum einen ist es dadurch natürlich länger haltbar und zum anderen ist es leichter und platzsparend. Da ist der Champion-Knüppel. Das waren mal 150 Gramm und nach dem Dehydrieren waren es nur noch 13 Gramm. Das schreibe ich immer mal drauf, damit ich weiß, wie viel Wasser ich ungefähr wieder zugeben muss. Blattspinat, ebenfalls zu Hause schon gewaschen, getrocknet und dehydriert. Senf und Frischkäse. Okay. Oh yeah, baby. Guten. Oh ja. Wir haben jetzt 11:30. Typische Zeit zum Abendessen. So, ein Thermometer hängt jetzt schon seit einer Weile draußen am Zelt. Gespannt. Ja, aber wir sind ja jetzt nicht umsonst mittlerweile schon so eingemummelt. Man muss dazu sagen, tagsüber wird es hier noch richtig warm. Oder wird es schon richtig warm? So, wir haben Mai. 20, 25 Grad teilweise. Wir sind jetzt schon eine Weile hier in der Region.
Und ja, vorgestern standen wir schon mit dem Dachzelt hier und hatten tagsüber wirklich 25 Grad und dann hatten wir in der Nacht desselben Tages minus 5 Grad, letzte Nacht minus 1. Wie sieht man mich überhaupt noch? Ganz kurz an der Stelle noch die Story, warum wir so spät dran waren heute. Wir wollten eigentlich eine ganz andere Tour machen, ja, noch ein bisschen weiter nördlich von hier. Und ja, da sind die Seen noch zugefroren. Ja. Das war da diesen Winter sehr, sehr kalt, deswegen sind die ein bisschen länger zugefroren als normalerweise. Und ja, auf zugefrorenen Seen fährt sich schlecht Kanu, muss man sagen. Da hatten wir schon alles organisiert, mit Taxi, allem drum und dran. Wäre auch echt eine coole Tour geworden, also auch ein echtes Abenteuer sicherlich. Werden wir auch noch nachholen. So viel steht schon mal fest, das haben wir schon besprochen. Ja, aber wir mussten dann etwas umdisponieren und haben uns dann ja, hierfür entschieden. Und wir sind auch schon sehr, sehr gespannt. Also der Fluss verspricht wirklich viel Action. Ja. Aber wir haben ja, sage und schreibe 2 Tage rumtelefoniert, geguckt, irgendwie ein Taxi zu bekommen, weil wir mussten ja irgendwie von Ziel, wo unser Auto steht, hierher kommen, über die Grenze nach Norwegen mit dem ganzen Gepäck. War an Wandern nicht zu denken. Nee. Und ja, jetzt hat dann irgendwann heute im Laufe des Tages noch ein Taxifahrer, den wir versucht haben zu erreichen, zurückgerufen dann irgendwann und gesagt, dass er das machen würde. Den Link zu der Taxiunternehmen, falls ihr hier das auch machen wollt, packen wir euch auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung. Die waren auch super nett. Die Taxifahrerin hat sage und schreibe 0 Wörter Englisch gesprochen, nur Norwegisch. Das norwegisches Taxiunternehmen war dann noch mal ein bisschen abenteuerlich. Und dann sind wir auch erst tatsächlich abends hier angekommen. Dann gab es noch ein Problem mit der Kartenzahlung, weil wir da, wo es uns abgesetzt hat, keinen Empfang hatte. Dann haben sie mich und Gepäck schon mal rausgeschmissen. Und die Christine ist dann mit der Taxifahrerin nochmal weggefahren, bis es wieder Empfang gab, dass die Kartenzahlung funktioniert hat. Ein ganzes Stückchen sind wir noch gefahren zusammen. Weil wir hatten natürlich keine knapp 300 Euro in norwegischen Kronen mit dabei, deswegen mussten wir mit Karte zahlen und so. Ist halt jetzt extrem spät geworden. Wir sind jetzt auch überhaupt nicht lang gepaddelt. Das wird aber sicherlich die nächsten Tage besser. Ich warne schon mal vor, trotzdem werden wir morgen ausschlafen, weil wir wollen ja fit sein und es wird gleich noch spät. Ihr kennt uns. Ja, aber morgen erst recht und ja, ansonsten denke ich mal, werden wir morgen aber viel früher loskommen und dann geht es auch schon direkt auf den Fluss. Die erste Stromstelle, wo ihr mich eben noch beim Angeln gesehen habt, ist eine sehr kleine Stromstelle im Verhältnis zu dem, was da noch kommt. Also das wird sicherlich actionreich und da freuen wir uns schon drauf. Das Ganze startet dann morgen. Wir essen jetzt noch auf und ihr könnt es euch denken, dann gehen wir direkt ins Bett. Ja. Zu euch sagen wir schon mal Gutes Nächtle. Gute Nacht. Kurzer Nachtrag noch. 3 Grad haben wir jetzt. Und es wird sicherlich auch noch kälter.
Moin Moin, hier an Tag 2. Morgen. Heute wird mal so richtig losgepaddelt. Die erste kleine Stromschnelle hier vorne, die habt ihr wahrscheinlich eben schon auf einer Drohnenaufnahme gesehen. Das ist aber auch wirklich nur eine kleine Stromschnelle. Ich bin mit der Drohne mal noch ein Stückchen weiter geflogen und da kommt dann schon die nächste Stromschnelle. Die ist schon deutlich größer und wenn man sich die dann auf der Karte anguckt, dann sieht man, dass das auch immer noch nicht die größte ist, mit Abstand noch nicht die größte ist. Da kommen noch ein paar ordentliche, die wir höchstwahrscheinlich umtragen werden müssen. Ja, also kommt auf jeden Fall einiges auf uns zu, deswegen stärken wir uns erstmal mit einem Kaffee, danach noch mit Müsli. Abbauen müssen wir logischerweise noch und dann wird aber auch alles sofort ins Boot geladen und losgepaddelt, denn wir wollen heute auf jeden Fall ein gutes Stückchen schaffen und vor allen Dingen, ja, hoffentlich viel Spaß auf dem Fluss haben. Das Lager ist abgebaut, unsere Spuren haben wir beseitigt, die nicht. Boot ist beladen, wir haben noch ein bisschen rumgetüftelt, dass die Taschen noch ein bisschen besser halten. Und auch wirklich alles gut befestigt. Die kleine Stromschnelle, die hier gleich kommt, die werden wir schön mittig fahren. Ich würde sagen, es ist ein ganz guter Einstieg, um ein bisschen reinzukommen und nochmal zu üben. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Es ist nichts Wildes, aber es ist sehr schmal. Okay, wir sind soweit. Okay, wir sind soweit, dann los geht's. Wir lenken jetzt. Bei dir stoppen, bei dir. Okay. Nein. Ja. Okay. Gut. Moment, ich schiebe uns runter. Ja, gut. Sehr gut. Okay. So, das da vorne, das müssen wir auf jeden Fall vom Land begehen. Weil das war nicht richtig erkennbar. Das ist jetzt schon eine etwas andere Hausnummer. Vom Wildwasser her auf jeden Fall machbar, aber auch fucking schmal, ja? Da wird es schwierig. Da, am Stein vorbei. Hier geht's. Hier geht's wahrscheinlich auch noch. Und dann da hinten die Kurve, dass man nicht auf die Steine getrieben wird. Wie sieht es dahinter aus? Da vorne ist die Brücke. Ich weise an dieser Stelle schon mal darauf hin, auf Videoaufnahmen sehen die Wellen immer kleiner aus als in der Realität. Ich würde das hier als Wildwasser 2 einordnen. Es ist auf jeden Fall fahrbar. Die größte Herausforderung ist die Enge und die Felsen, wie jetzt hier zum Beispiel. Wo man natürlich hier in der Kurve gucken muss, dass man wirklich rumkommt, nicht gerade ausgespült wird, sonst läuft man da auf. Und wenn man hier um die Kurve rumkommt, dass man den Felsen nicht trifft. Genauso auch da vorne. Aber es ist machbar auf jeden Fall, kein Problem. Wenn wir hier erstmal angelangt sind, ist das nur noch Ja, dann ist es 300. Pillepalle, ja. We will do it. Scheiße, warte. Warte, ich schluss uns ab.
Hängen wir vorne auch irgendwo? Ich glaube nicht. Vielleicht schon, hier. Warte. Wenn. Kommt jetzt hier eine Markierung? Nee, dauert noch. Das heißt, hier kommt jetzt wieder was Kleines. Ich hoffe. Viele Steine. Ja, sehe ich. Ganz links. Okay, dann Gas. Stein. So, jetzt gleich kommt eine Markierung. Okay. Sehr verblockt. Hier, dann muss man da wieder rum. Hier liegt was, da liegt was. Der Teil ist schwierig mit dem großen Boot. Generell muss man sagen, ist das hier alles noch, und vor allen Dingen das, was wir eben gefahren sind, eigentlich viel zu schmal. Und wenn man das geschafft hat, bedeutet es eigentlich hauptsächlich noch das Boot gerade halten. Hier könnte man vielleicht auflaufen. Das sieht sehr flach aus, da kann man die Steine schon richtig sehen. Dann geht es wieder eine Weile. Und ganz hinten ist nochmal ein Stein, den kann man richtig sehen. Den müsste man auch ausweichen. Und dann scheint danach nochmal eine kleinere Stromschnelle zu kommen. So. Okay, sehr gut. Das ist gut. Uah, Scheiße. Okay, Moment. Weiter nach hinten kommen wir nicht, oder? Ne, da liegen wir auch schon auf. Wenn du schaffst, aufzusteigen, mach das. Wir stecken hier genau zwischen zwei Felsen. Wenn du springen musst, spring da rein. Ja. Wir hingen vorne da und hinten hier. Kein Weg mehr vor oder zurück. Wir sind leider da vorne schräg geraten und dann da drauf gespült worden und sind halt erst vorne hängen geblieben. Dadurch hat es dann das Heck rumgedreht und das ist dann hier hängen geblieben. Deswegen die einzige Chance, das haben wir jetzt nicht mehr gefilmt, ist mit dem Seil rauszuziehen und dann treideln extrem 25 Meter Seil am Boot festgemacht und langsam darüber gezogen. So macht man das richtig fest, wenn man es raus freiziehen muss oder wie wir jetzt in so einer starken Strömung treideln muss. Weil solange man das Boot dann von hinten hält, richtet sich das nach der Strömung aus und da der Zug auf beiden Seiten ist, kann es nicht kippen. Hier wird es schon wieder schwierig werden. Felsen links, Felsen rechts, sehr eng und dann hier der Baum. Das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall treideln. Die Frage ist nur, wo lang.
Treidelparty ist hoffentlich erstmal vorbei. Das war hier auch eine Stelle, die wir uns auf der Karte markiert haben, die von oben sehr weiß aussah. Ja. Wir sind eigentlich davon ausgegangen, wenn man nur die Karte gelesen hat, dass wir vollends umtragen müssten. Ein Stückchen sind wir es gefahren, habt ihr gesehen. Vom Wildwasser her kein Problem an sich, aber natürlich zählen auch die Steine und die Verblockung mit zum Wildwasser. Das darf man auch nicht vergessen. Und man sieht hier sehr viele Steine leider nicht so wirklich. Deswegen durften wir jetzt sehr viel treideln. Und wenn wir uns so die Karte angucken oder angeguckt haben, da kommen auf jeden Fall nochmal 2, 3 Stellen, die sehr ähnlich aussehen. Und ich würde sagen, bevor wir da wieder irgendwo so blöd hängen bleiben, wenn wir uns unsicher sind, dann treideln wir die auch. Gut, das Ding da fahren wir wieder. Ja. Das ist so kurz, wenn wir da hängen bleiben, ist scheißegal. Und jetzt nach dem Streckenabschnitt echt froh, dass wir Kielstreifen angebracht haben. Das stimmt, ja. Das wird schon. Die Felsen, die sind ja teilweise doch sehr spitz. Sind schon sehr scharf, ja. Ja, wird das Gumotex-Material lange aushalten. Das sind ja auch nicht die ersten Felsen, aber die wir drüber brettern. Klar, ja. Wir wollen ja lange von haben. Da vorne um die Ecke kommt schon die nächste Stelle, die wir uns markiert haben. Wie gesagt, das hier ist der kleinere und wahrscheinlich wildere Abschnitt des Flusses. Viel Höhenmeter auf kurzer Strecke. Okay, das sind schon mehr Höhenmeter auf einen Schlag. Den wird ja noch gehen. Ab da kann man es vergessen, da kommt man niemals rum. Andere Seite ist zu schmal. Das ist definitiv nicht fahrbar. Ist auch schwer hier zu treideln. Deswegen immer wieder richtig dicke Felsen. Vorne viel zu schmal. Hier geht es extrem runter. Am ganz schmalen Stück, das müsste man perfekt treffen. Ich fürchte, das würden wir mit unserem Boot nicht hinkriegen. Das heißt, jetzt gilt es zu überlegen, treideln oder tragen. Treideln kann man es auch nicht nennen, wenn müssten wir es hier über die Steine schleifen. Also bleibt nur tragen. Oh, man trägt überhaupt 2 Taschen. Das ist doch schwer. Naja, dafür ist das Boot gleich umso leichter. Ja, das ist das Praktische, wenn man als Bootstaschen Taschen hat, wasserdichte Taschen, die auch die Funktion als Rucksack erfüllen. Und tschüss. Die Christine ist gerade da vorne ein Stückchen weiter spähen, wie es weitergeht. Und ich nutze die Zeit und mache hier mal ein paar Würfe. Das sieht ganz schlecht aus. Da käme man nicht durch. Mit den Bäumen, aber auch die Felsen wird schon schwer machen. Gucken wir uns das mal noch da unten an. Wunderschön sieht es ja aus. Aber wie gesagt, oben kommen wir gar nicht erst rein. Da liegen Felsen. Und dann hier irgendwo einzusteigen, ist aufgrund der Strömung schon schwer. Da wird es nochmal eng. Da kennt man den kleinen See und da hinten ist wieder was. Keine Ahnung, ob man sie sehen kann. Hier stehen ganz viele kleine Brutfische. Ich bin tief eingesunken, hier ist es schlammig. Ich wollte eigentlich auf die Landzunge. Hab's gleich. Puh. Regt sich bisher gar nichts. Falscher Köder, falsche Uhrzeit, falsche Stelle. Man weiß es nicht. So oder so, wir müssen weiter.
Sumpflöcher fallen. Ah. Mir ist eben schon wieder aufgefallen, dass hier sehr viele Ameisen rumlaufen. Jetzt habe ich hier gerade erstmal diesen riesigen Haufen bewusst wahrgenommen. Alter Schwede, ist der riesig. Marians Paddel da, rechts, links der Ameisenhaufen. Krass. So einen großen habe ich noch nie gesehen. Hast du eben diesen gigantischen Ameisenhaufen gesehen? Ja, der war riesig, ne? So, das wird eine weite Fahrt. Wir fahren bis darüber, halten da wieder an. Deswegen sind die Taschen auch nicht richtig fest. Und dann gucken wir uns sowohl die Stromschnelle einmal an, als dass wir auch schon nach einem Platz zum Lagern anfangen zu gucken. Wenn sich was ergibt, werden wir es nehmen. Nächster Abschnitt. Hier mit den Felsen schon wieder enger, als das Boot breit ist. Und Treideln da hinten auch schwer. Die Seite hier ist sehr struppig. Deswegen werden wir wahrscheinlich da drüben umtragen und dann da hinten auch noch mal nach einem Lagerplatz gucken. Ziehen und ziehen und ziehen. Ich steige ja schon aus. Alte Feuerstelle, Baum abgesägt. Das sieht sogar einigermaßen schön aus. Eben eine Fläche fürs Zelt wäre noch nice. Hier geht ein Trail durch, deswegen war da eben die Lagerstelle. Da an dem Baum ist eine rote Markierung. Hier ist was dran. Und dann geht es hier weiter über diese Hightech-Brücke. Selbst ohne die Hindernisse mit den ganzen Verblockungen da nicht fahrbar. Da vorne geht der Trail weiter, da sind die roten Markierungen. Der scheint hier quer durchzugehen. Okay. Platz für Gepäck. Wie auf dem Zauberhut. Welcher Arsch hat auch hier sein Boot hingelegt? Echt mitten in den Weg. Frechheit. Das große Schwarze, was da jetzt oben in der Flasche drin ist, ist ein Aktivkohlefilter. Dem kann man den BeFree-Katadin noch ganz gut ergänzen. Abgesehen davon, dass der Pestizide zumindest teilweise rausfiltert, sorgt er vor allen Dingen dafür, dass das Wasser sehr gut schmeckt. Und er hat den sehr positiven Nebeneffekt, dass man ihn dann so einfach oben auf die Flaschen drauf machen kann. Passt auch auf Flaschen mit verschiedenen großen Öffnungen. Dann kann man nämlich, wenn man sich die geeignete Stelle geschaffen hat,
Christine gerade dabei ist, dass die Flasche auch wirklich stehen bleibt, kann man das so stehen lassen und in der Zeit, wo die Flasche voll läuft, was anderes machen. Es ist Zeit für Abendessen. Heute gibt es Burger. Ja, leider nochmal auf dem Gaskocher, denn der Boden oder die Umgebung hier eignet sich überhaupt nicht zum Feuer machen. Es ist alles sehr, sehr trocken. Der ganze Boden ist übersät mit brennbarem Material und ja, auch alles sehr, sehr wurzelig. An so einer Stelle macht man definitiv kein Feuer. Deswegen nutzen wir heute nochmal den Gaskocher. Früher oder später wird sich schon noch eine Gelegenheit dafür ergeben und auch das Essen heute lässt sich mit einer Flamme auf dem Gaskocher ganz gut machen. Ja. Es gibt Veggie Patties auf den Burgern aus Gründen der Haltbarkeit. Die müssen gleich mit Wasser angerührt werden. Und das Wasser müssen wir aber zunächst erst einmal kochen. Knoblauch, frisch, darf gleich nicht fehlen. Eine Mischung da rein. Das Hackimitat ist jetzt 5 Minuten gezogen und jetzt formt die Christine gleich Patties daraus. In der Zwischenzeit werden aber schon mal die Burgerbrötchen angebraten. Dicke Patties. Die wurden, glaube ich, immer dicker von Patty zu Patty. Also ich sage jetzt schon mal, auch wenn das Kamera nicht wiedergibt, die Patties sind auf jeden Fall ungefähr doppelt so groß wie das Brötchen, das jetzt noch ist. Das sind halt extra dicke Patties für extra dünn gequetschte. Genau, irgendwie muss man das ja wieder ausgleichen. So, dann geh du dann mal die Pfoten waschen. Wieso? So kommt die zum Esstisch, echt. Oh Mann. Cheddar, Chili, Jalapeno. Mhm. So macht man das Ding auf. Schön bunt ist das. Soße. Mango Curry. Knoblauch. Röstzwiebeln. Dicke Bulette. Könnte fast ein echter Burger sein. Mm. Röstzwiebeln kenne ich sonst nur von Hotdogs. Habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Nur zu Hotdog. Das ist ewig her. Also, ich wüsste nicht, wann ich jemals Hotdogs gegessen habe. Richtig recht schon. Echt schön? Ich finde die mega lecker. Es wird schon wieder kühl. Letzte Nacht hatten wir übrigens 0 Grad. Das habe ich heute Morgen, glaube ich, nicht gesagt. Und ja, wie gesagt, auch jetzt wird schon wieder frisch. Heute Nacht wird es sicherlich auch noch mal kühl. Das heißt, wir wollen gerne ins Zelt. Haben auch schon wieder 10 Uhr durch. Das passt also auch zeitlich. Die Burger sind gegessen. Wie immer hier draußen. Warmes Essen. Deftiges Essen, hat sehr gut getan. Haben uns sehr darüber gefreut. Ja, mal gespannt, wie es morgen weitergeht. So wie der Tag geendet hat mit einer Umtragung, geht auf jeden Fall auch erstmal mit einer Umtragung weiter, weil wir müssen ja hier noch ein Stückchen weiter an der nächsten Stromschnelle vorbei. Und ja, dann mal gucken, wie lange es dauert, bis der Fluss dann endlich mal ein bisschen breiter wird. Vom Wildwasser her, wenn man jetzt mal die Verblockungen ausklammert, dann wäre es eigentlich alles ganz gut fahrbar. Aber es liegt halt, überall liegen Felsen, dicke Felsen. Und die machen das schon schwer. Gerade eben, wie gesagt, halt auch mit dem großen, dicken Boot. Ja.
Mal gucken, wir lassen uns weiter überraschen. Bleibt Wie gesagt, spannend. Ja, bleibt spannend, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir gehen jetzt ins Bett und sagen zu euch, wie gewohnt, gute Nacht. Bis morgen.